Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal in den zukünftigen Räumen der Brickworld. Und wie ihr sehen könnt, sind die Wände im Prinzip alle draußen. Hier stehen noch ein paar von den Trockenbau-Unterkonstruktionen, die habe ich jetzt noch nicht rausgemacht. Hätte ich die jetzt noch rausgemacht, hätte ich dieses Video nicht mehr pünktlich fertig bekommen, aber das ist ja keine große Geschichte. Da stehen noch ein paar, da oben hängen noch die Profile, die kommen auch noch raus. Unten ist eigentlich auch nicht mehr viel und da hinten ist nur noch ein Stück oben. Ansonsten sind die beiden Holzwände, die hier drin waren, auch komplett raus, wie ihr sehen könnt. Und damit ist ein ganz, ganz großer Schritt getan. Der größte Teil des Schutzes ist auch schon weg, wie ihr sehen könnt. Hier war ja mal diese Wand in diesem ehemaligen Serverraum. Hier, wo man noch den alten Teppichboden sieht, hier war da mal diese Holzwand. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Mit diesen 4 Glasscheiben. Ein paar von den Glasscheiben stehen noch da hinten. Und soweit ist es eigentlich fertig. Ich muss jetzt heute irgendwann im Laufe des Tages abends hier noch die Wände wirklich fertig rausmachen. Dann den ganzen Rest an Schutt noch runtertragen. Aber glücklicherweise ist der größte Teil des Schutts ja auch schon weg. Und dann ist es hier so weit, dass der Elektriker kommen kann, der dann, je nachdem, was nötig ist und was gemacht werden muss, eben die Kabel verlegen kann, die Lichtschalter. Aber das wird keine so große Geschichte sein, denke ich. Und dann wird der Boden gegossen, dann wird erst gestrichen und die ganzen Löcher gestopft und so weiter. Dann wird der Boden gegossen und dann kann man hier anfangen, die Brickworld wieder einzurichten, beziehungsweise erstmal die Tische zu bauen. Ihr seht hier noch ganz grob dieses Klebeband, Rechteck. Das ist ja die Größe der aktuellen Brickworld. Ich habe einen Plan, den ich eigentlich hier für den ersten Schritt machen möchte. Also die aktuelle Brickworld ist ungefähr 6 Quadratmeter, ein bisschen kleiner. Die erste große Erweiterung wäre dann, dass wir hier noch ein Stückchen, also das Ganze rutscht ein bisschen vor. Wir haben hier ungefähr 1,50 Meter Platz auf dieser Seite, 1,50 Meter da hinten. Dazwischen wird ein Tisch stehen in genau der Breite ungefähr, die wir aktuell in der Brickworld haben, nur mit ungefähr einer halben Baseplate breiter. Das hat einen Grund mit der Tischunterkonstruktion. So kann ich nämlich mehrere gleich große Unterkonstruktionen bauen und dadurch kriege ich einen Mengenrabatt beim Zuschneiden und das lohnt sich tatsächlich bei der Menge. Dann haben wir von dort hinten bis hier vorne 19 Baseplates, also die 32er Platz. Und dann werden wir hier hinten, also der Bahnhof wird ungefähr auch hier stehen, denke ich. Dann kommen hier hinten die Gleise, hier rüber gehen weiter Gleise und dann haben wir hier ungefähr 1,20 Meter Platz, bevor hier dann der nächste Tisch anfängt, auf dem dann andere Gebäude zu sehen sein werden. Und innerhalb dieser Einbuchtung wird man dann, wie es jetzt momentan auch schon ist, man kann hier in den Bahnhof schauen, man kann in die U-Bahn schauen und so weiter, wird man das komplett hier außenrum machen können. Unter den Gleisen wird vermutlich auch ein Teil der Tiefgarage sein, denke ich mal. Da lässt sich einiges machen. Und meine Idee ist auch, dass hinter den Gleisen man nochmal ungefähr eine Baseplate Platz hat. Dort werden dann mindestens angedeutet der unterirdische Durchgang zu den Gleisen in einen anderen Teil der Stadt gehen und da wird man von hinten reinschauen können, dass man unten den ganzen Tunnel sehen kann. Gleise ist übrigens auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wie ihr vielleicht am Anfang des Videos gesehen habt, ist dieses Video heute gesponsert von TrixBricks. Ihr kennt TrixBricks vielleicht, das ist eine Firma aus Polen, die Lego-kompatible Schienenelemente herstellt. Nicht 9-Volt-System, sondern das normale Plastiksystem. Und das nutze ich ja jetzt auch schon teilweise bei der Straßenbahn, werde ich aber auch jetzt massiv einsetzen, wenn es darum geht, die Eisenbahnstrecke bzw. erstmal die Bahnsteige dahinter zu bauen, denn TrixBricks hat abseits von dem, was Lego bietet, nämlich eigentlich nur Geraden, eine Art von Kurvenradien und dazu noch eine Art von Weichen, bietet eben TrixBricks einiges an weiterem Material. Ich habe hier heute meine Bestellung bekommen, da geht auch nochmal ein großer Dank an TrixBricks. Ihr könnt den Link oben rechts im Video finden und unten in der Videobeschreibung. Die haben mich hier massiv unterstützt. Das hier ist dann der Gleisplan für die erste Erweiterung. Das Blaue, was ihr hier seht, ist der Bahnhof. Jedes von diesen größeren Rechtecken ist eine 48 x 48er Baseplate. Und wie ihr wisst, der Bahnhof hat hier ungefähr eine Größe von 2 x 5 Baseplates, also 2 hier, 5 hier rüber und das hier ist das Portal vorne. Hinten ist ja ein bisschen Platz, deshalb geht es jetzt nicht bis an die Kante, aber das ist die Größe des Bahnhofs. Ihr kennt hier, wie groß er ist und das ist der Gleisplan für den Anfang. Das heißt, wir werden hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gleise haben, wobei das hier nur ein Durchfahrtsgleis ist und eben hier zwischen, wo die größeren Breiten sind, werden dann die Bahnsteige sein. Dann geht das Ganze in diese Richtung zusammengeführt mit eben mehreren Schienen etc.
bis wir dann hier 3 Gleise nebeneinander haben und damit, wenn irgendwann in ferner Zukunft die Eisenbahnstrecke in die Richtung weitergeführt werden. Das heißt, ich gehe mal mit euch mit. Das heißt, das Ganze wird ungefähr sich hier befinden und dann gehen wir vermutlich mit den Gleisen, jetzt ganz grob gerechnet, ja, vielleicht bis zu dieser Wand hier maximal und dann werden wir irgendwann da hinten in den Tunnel oder sonst irgendwas gehen, um dann die Gleise langfristig gesehen unterirdisch fortführen zu können und dann vielleicht einfach rückführen zu können. Ich muss hier gerade über ein bisschen Schutt steigen und dann führen wir unterirdisch das Ganze irgendwie zurück, sodass wir dann irgendwann da hinten im ländlichen Bereich wieder rauskommen und da hinten dann die Eisenbahn weiterfahren kann. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Projekt, das wird natürlich wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, aber das hier ist der Anfang. Aber wir schauen auf jeden Fall auch noch in die Kiste, denn da ist wirklich sehr, sehr interessantes Zeug. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Schluck auf dabei. Erstmal gibt es hier ein Geschenk, wie immer bei Trixbricks, und zwar habe ich diesmal sehr praktischerweise eine von diesen doppelt langen Geraden geschenkt bekommen. Trixbricks bietet die nämlich auch in einer doppelten Länge an. Ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man größere Strecken bauen möchte. Die sind jetzt sogar richtig gegossen. Viele Elemente sind momentan bei Trixbricks noch mit dem 3D-Drucker gemacht. Die neueren sind halt richtig gegossen. Dann seht ihr auch, das sieht wirklich genauso aus eigentlich wie bei Lego. Das Einzige, was man anders ist, dass hier eben so kleine Xe drauf sind. Und was auch interessant ist, das ist natürlich nicht alles, was ich hierfür brauche, denn das ist eigentlich nur alles, was Trixbricks anbietet und sonst niemand. Ich brauche auch sehr, sehr viel Geraden. Ich habe einen Teil davon schon da. Ich kriege noch einen Teil. Und zwar sind das, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ungefähr auf diesem Plan müssten das ungefähr 170 von diesen normal langen Geraden sein. Also ich rechne hier mit ungefähr 22, vielleicht 23 Meter Gleisfläche für das, was ihr hier auf dem Plan seht. Und ja, schauen wir mal, was hier alles dabei ist, würde ich sagen. Wir haben, das ist eine Dreierweiche, das ist sehr, sehr praktisch. Die ist nämlich, wie gesagt, zum Beispiel hier eingebunden, um in 3 Richtungen zu führen, ebenso wie hier und hier. Das heißt, wir haben von den Dreierweichen 3 Stück. Die sind bei Trixbricks in mehreren Teilen aufgeteilt, weil man die teilweise noch mal ein bisschen umbauen kann. In dem Video dann, wenn es wirklich darum geht, die Gleise zu verlegen, werden wir uns das Ganze noch mal genauer anschauen. Dann haben wir hier eine weitere Weiche, die aber tatsächlich viel praktischer ist als die Lego anbietet, denn wir haben nicht diesen komischen Knick drin, den Lego immer hat, und sie ist auch mit einem sehr, sehr geringeren Radius versehen, also die ist auch sehr, sehr praktisch. Die müsste hier auch nochmal in einer anderen Richtung drin liegen, genau, die ist hier nochmal in der anderen Richtung als Left Switch, das heißt, wenn wir hier nochmal auf den Plan schauen, sind das, diese hier, links und rechts, das sind diese Weichen. Und dann haben wir hier noch eine Weiche, die einen Abstand ermöglicht von gerade mal 4 Bricks. Das heißt, das ist für hier unten gedacht. Das ist diese Weiche, die gibt es in der Form natürlich bei Lego auch nicht. Dann haben wir hier noch diese kreuzenden Weichen. Davon sind auch, soweit ich mich erinnere, müssten da 2 dabei sein. Die sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt das günstigste, aber immer noch günstiger, als wenn Lego das wahrscheinlich herstellen würde. Die sind natürlich, wie ihr sehen könnt, hier eingebaut, wo sich die Geraden mit überkreuzen, weil das ganze System hier mit den ganzen Weichen ist dazu gedacht, dass ja jeder Zug auf jedes Gleis fahren kann. Darauf hatten wir ja auch geachtet, als es darum ging, diesen Plan hier zu entwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst oder ob ihr schon dabei wart damals auf dem Kanal. Dieser Plan ist entstanden in, glaube ich, 4 Versionen mit eurer Zusammenarbeit. Und ja, das war wirklich sehr, sehr praktisch, dass da Hilfe von euch kam, denn die ersten Versionen waren doch nicht so optimal. Und das ist wirklich ein optimaler Plan für das, was hier geplant ist. Ansonsten schauen wir mal, hier sind noch mehrere Kleinteile drin. Das heißt, was auch sehr praktisch ist natürlich bei Trixbricks ist, man kriegt alles genauso, wie man es möchte. Man muss jetzt nicht, wie bei Lego zum Beispiel, ganz viele Kurven mitkaufen, wenn man eigentlich Geraden haben möchte. Es gibt sehr viele verschiedene Kurvenradien, was natürlich auch sehr praktisch ist. Es gibt die ganzen auch in Kürze. Das wird so minimal, dass es sogar solche Stücke gibt, um minimalste Übergänge zu überbrücken. Das hier ist nochmal ein Weichenstück. Und zwar möchte ich nämlich diese Weichen hier, die und die, so haben, dass der Schalter außen ist. In der Standardbelegung ist der Schalter aber innen, wie ihr auch hier auf dem Foto sehen könnt.
Aber da lässt sich dieses Teil eben, man sieht es ein bisschen auf dem Foto, austauschen und dann kann man das Ganze in der anderen Richtung haben. Und da ist eben, wie gesagt, noch relativ viel Kleinkram drin. Das Ganze kommt jetzt rein. Demnächst kommt auch praktischerweise eine erste große Bestellung von einem weiteren Partner, der mir eben Baseplates zu einem sehr, sehr guten Preis liefert. Dazu wird es dann auch mal noch ein Video geben. Brickmo übrigens, den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr nicht nur Lego, sondern auch von anderen Klemmbauherstellern Sets kaufen. Und wenn ihr über meinen Link bestellt, dann unterstützt ihr auch das ganze Projekt hier. Aber so viel zum aktuellen Stand hier von der Baustelle und zum Thema Gleisplanung. Das wird auf jeden Fall spannend. Mein ursprünglicher Plan war ja eigentlich, dass wir im Oktober hier fertig werden, aber das ist natürlich aus mehreren Gründen nichts geworden. Aber momentan bin ich so sicher, dass zumindest der Elektriker im Oktober auf jeden Fall fertig sein wird und wir hier wahrscheinlich auch noch vielleicht die Wände fertig bekommen und die Decken. Also im November wird auf jeden Fall der Umzug beginnen. Das ist eine Sache, die natürlich sich über einige Zeit strecken wird. Das wird jetzt nicht so laufen, dass ich jetzt einfach alles rübertragen kann, weil ich habe ja auch diverse Anpassungen vor. Das heißt, wir werden nach und nach, wir werden die Tische bauen, wir werden dann Sachen nach Sachen rübertragen, hier einbauen etc. Das wird eine sehr interessante Geschichte, aber das wird auf jeden Fall der Brickworld einen großen Weg nach vorne bringen. Und ich würde sagen, das ist jetzt schon ich rede schon fast 12 Minuten. Dann würde ich sagen, das war es dann von diesem Update heute. Vielen Dank auch nochmal an TrixBricks, wie gesagt. Klickt mal bei ihnen rein, es ist ein super praktisches System, um sehr, sehr mannigfaltige Zug- und Streckensysteme zu bauen. Und dann sage ich einfach nur noch, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Wir nähern uns langsam den 7000 Abonnenten, das was mich wirklich sehr, sehr freut. Und ich würde sagen, bleibt gesund, viel Spaß beim Selberbauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.